Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress. Die Spannungen im Buckingham-Palast nehmen zu, da der Gesundheitszustand von König Charles weiterhin Anlass zur Sorge gibt. Doch nun hat eine neue Behauptung das vielleicht unerwartetste königliche Gerücht aller Zeiten ausgelöst. Prinz William ist dabei, den Thron zu erben. Eine Zeit lang dachten viele, König Charles könnte abtreten. Aber was die Sache noch erstaunlicher macht, ist, dass Prinzessin Anne den letzten Wunsch des Königs verraten haben soll, der das Schicksal der königlichen Familie und des gesamten Vereinigten Königreichs beeinflussen könnte. Glauben Sie, dass Prinz William wirklich bereit ist, die Krone zu übernehmen? Kommentieren Sie 1 für Ja oder 0 für noch nicht. Wir beobachten die Zahlen. Was genau hat Prinzessin Anne gesagt? Was genau bedeutet Monarchie? Entdecken Sie mit uns, wie Prinz William den Thron besteigt. Der letzte Wunsch von König Karl. Während der Zeit, in der König Charles wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, hat Prinz William begonnen, zusätzliche Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. In den letzten Monaten war William bei wichtigen Ereignissen das Oberhaupt der Familie, leitete feierliche Zeremonien und vertrat sogar den König bei Sitzungen. Auch wenn er noch nicht der König ist, nehmen immer mehr Menschen wahr, wie er in dieser Zeit der Ungewissheit die Rolle des wichtigsten Mitglieds der königlichen Familie übernimmt. In einem Interview gab Prinzessin Anne eine Erklärung ab, die die Situation noch deutlicher macht. Eine Äußerung von Prinzessin Anne lässt vermuten, dass es König Charles nicht in erster Linie um sich selbst geht, sondern um die Zukunft der Monarchie. Nach ihren Worten ist sein letzter Wunsch, dass alles unverändert bleibt. William wurde von König Charles dringend gebeten, auf seinem weiteren Weg von der königlichen Familie unterstützt zu werden. Es wird allgemein angenommen, dass diese Bitte direkt an Prinzessin Anne gerichtet war, da sie die Königin in der Vergangenheit stets unterstützt hat. Wie genau hat sie das geschafft? Die Frage ist, was das für Prinz William bedeutet? Nun, finden wir es heraus. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang legte Prinzessin Anne ein Tempo vor, das nur wenige Mitglieder der königlichen Familie erreichen konnten. Seit Anfang der 1970 Jahre war sie eine der aktivsten Mitglieder des Königshauses, die manchmal mehr als 500 öffentliche Auftritte in einem einzigen Jahr absolvierte. Der Aufwand, den Anne betrieb, stach in einer Familie, die manchmal für ihre Vergünstigungen kritisiert wurde, hervor. Sie unterstützte Königin Elisabeth II unermüdlich und half der Königin bei der Pflege von Kontakten mit Personen aus dem gesamten Commonwealth und dem Vereinigten Königreich. Diese frühe Arbeitsmoral wurde mir in die Wiege gelegt. Anne begleitete die Königin und Prinz Philipp 1970 auf einer längeren Reise nach Australien und Neuseeland, als sie gerade 19 Jahre alt war. Damit gab sie ihr offizielles Debüt in königlichen Pflichten. Während ihrer Abwesenheit war sie mehr als nur ihre Tochter. Als arbeitende Königin führte sie sich auf. Die frühe Exposition war entscheidend für ihre zukünftige Funktion. Im selben Jahr begann sie, für Save the Children UK zu arbeiten. Im Jahr 1970 wurde sie mit dem Amt der Präsidentin geehrt, das sie bis 2017 ausübte. Dank ihrer Unterstützung bei der Verwaltung humanitärer Programme über ein halbes Jahrhundert lang konnte die Monarchie im Bereich der Wohltätigkeit eine stärkere Stimme haben. In den Augen von Königin Elisabeth war dieses Unterfangen mehr als nur ein Akt des Mitgefühls. Es war auch eine Frage der Diplomatie. Das Image der Krone wurde durch die wohltätigen Aktivitäten aufgeweicht. Darüber hinaus war Annes konsequente Teilnahme entscheidend für die moralische Akzeptanz der königlichen Familie in anderen Ländern. Während ihre Brüder aus den verschiedensten Gründen für Schlagzeilen sorgten, konzentrierte sich Anne auf ihre Arbeit. Dieses Muster setzte sich einige Jahrzehnte lang fort. Sie ging dorthin, wo es notwendig war. Sie vertrat die Königin diskret und vermied es, in Schwierigkeiten zu geraten, die dem Ruf anderer Royals hätten schaden können. Als die Königin im September 2022 verstarb, zögerte sie nicht, sich mit dem gleichen Engagement für König Karl III. Einzusetzen. Anne übernahm nach dem Tod der Königin neue Aufgaben, was zeigte, dass sie weiterhin von großer Bedeutung sein würde. Am 6. Mai 2023 diente sie bei der Krönung von König Karl als goldener Stab im Wartestand. Ihr Status, der auf das Jahr 1400 zurückgeht, erlaubte es ihr, bei den wichtigsten Zeremonien des Königs als eine seiner Leibwächterinnen zu dienen. Mit ihrem Auftreten zeigte sie,
dass sie mit der neuen Herrschaft auf einer Wellenlänge lag und gleichzeitig die königliche Tradition aufrechterhielt. Sie ritt zu Pferd vor 6000 Mitgliedern der Streitkräfte. Doch das war nur der Anfang. Ihr echtes Engagement für die neue Regelung wurde durch die folgenden Ereignisse deutlich. Im vergangenen Jahr wurde die Stiftung offiziell gegründet. Im November 2022 wurden die Vorschriften vom Parlament geändert, sodass Anne zum Staatsrat ernannt werden kann. In der Vergangenheit war diese Funktion dem Ehepartner des Monarchen sowie den 4 nachfolgenden erwachsenen Erben zugewiesen worden. Das Amt stand ihr jedoch aufgrund ihrer jahrzehntelangen Hingabe zu. Wenn der König abwesend ist, kann sie in ihrer Eigenschaft als Staatsrätin Dokumente unterzeichnen und an Sitzungen teilnehmen. Annes Engagement trug dazu bei, dass alles reibungslos ablief. Vor allem, weil einige Könige zurücktraten oder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Zu Beginn des Jahres 2024 stand sie aufgrund ihres Arbeitspensums erneut an der Spitze der Engagements der Familie. Zwischen Januar und April absolvierte sie 172 öffentliche Verpflichtungen. Das sind mehr als 31% aller Verpflichtungen, die die gesamte königliche Familie in diesem Zeitraum hatte. Während der Zeit, in der König Charles aufgrund seiner Krebsbehandlung weniger Auftritte hatte und Prinzessin Catherine abwesend war, steigerte Anne ihren Einsatz. Insbesondere sprang sie für die Royals bei Veranstaltungen und Reisen ein, an denen sie seit längerer Zeit nicht mehr teilgenommen hatten. Ihre Arbeit beschränkte sich nicht auf das Vereinigte Königreich. Ihre 3-tägige Reise nach Sri Lanka anlässlich des 75. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes fand im Februar 2024 statt. Auch die Befruchtung ist darin enthalten. Ich bin dir dankbar, mein Schatz. Mit dieser Reise zeigte Großbritannien, dass es sich noch immer um seine Kolonien sorgte und enge Beziehungen zu ihnen unterhalten wollte. Anne hatte die Gelegenheit, sich mit führenden Politikern zu treffen und an nationalen Veranstaltungen teilzunehmen, während der König im Vereinigten Königreich weilte. Nur durch ihre Anwesenheit wurde deutlich, dass das Vereinigte Königreich seiner Mitgliedschaft im Commonwealth weiterhin eine hohe Priorität einräumt. Darüber hinaus widmete sie dem Erinnern weiterhin große Aufmerksamkeit. Jahrestag der Befreiung Guernseys und Sarks von der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs. Und sie reiste im Mai 2024 dorthin, um dieses Ereignisses zu gedenken. Ihre Anwesenheit machte deutlich, dass die Monarchie weiterhin eine Rolle beim Gedenken an die Vergangenheit spielt. Auch ihre Unterstützung für die Streitkräfte ist ungebrochen. Sie ist Ehrenoberst der Blues and Royals sowie Oberst verschiedener Commonwealth-Regimenter und bekleidet Ehrenämter in verschiedenen Bereichen des Militärs. Dies ist nicht nur eine Liste von Titeln. Sie reist regelmäßig zu Militärstandorten, nimmt an Regimentszeremonien teil und trifft sich mit Veteranen und Angehörigen der Streitkräfte. Durch ihre Bemühungen wird die königliche Verbundenheit mit den Streitkräften gestärkt und die Streitkräfte haben weiterhin Vertrauen in die Monarchie. Außerdem konzentrierte sich Anne auf Personen, die häufig übersehen werden. Sie gründete 1991 den Princess Royal Trust for Carers, der unbezahlte Pflegekräfte im Vereinigten Königreich unterstützt. Die Organisation leistete praktische Hilfe, schärfte das Bewusstsein und setzte sich für öffentliche Unterstützung ein. Annes Bemühungen wirkten sich in einer Zeit aus, in der pflegenden Angehörigen viel Aufmerksamkeit zuteil wurde. Selbst als die Organisation 2012 ihren Namen in Carers Trust änderte, engagierte sie sich weiter und sorgte dafür, dass das Problem im Blickfeld der Öffentlichkeit blieb. Eine weitere Facette ihres Images wurde durch ihre Verbindung zu den Olympischen Spielen hinzugefügt. Sie schrieb Geschichte, indem sie als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie an den Olympischen Spielen teilnahm, als sie 1976 in Montreal in einem Reitwettbewerb antrat. Es war keine symbolische Rolle für sie. Das erforderte eine Menge Arbeit. Später folgte ihr ihre Tochter Sarah, die dafür sorgte, dass die Familie mit dem olympischen Sport verbunden blieb. Anne hat sich auch für eine intimere königliche Familie ausgesprochen. Sie warnte davor, zu viele arbeitende Royals zu entlassen und wies darauf hin, dass es noch viel öffentliche Arbeit zu tun gäbe. Sie stimmte dem Ziel von König Charles zu, die Monarchie zu vereinfachen, erklärte aber auch, dass es genügend Personen geben müsse, die ihre Aufgaben im ganzen Land erfüllen könnten. Im Moment präsent zu sein, ist genauso wichtig wie Geld zu sparen. Als andere Mitglieder der königlichen Familie einen Schritt zurücktraten und sich einmischten, wurde diese Angelegenheit ernster.
Dies galt insbesondere für die Abreise von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2020 und in den letzten Jahren der Regentschaft der Königin. Ihr Einfluss erstreckte sich auch auf jüngere Mitglieder der königlichen Familie. Innerhalb der Familie ist bekannt, dass Anne als Ratgeberin fungiert, insbesondere für Prinz William. Sie hat ihr Wissen darüber, wie das königliche Leben funktioniert und wie man das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen kann, erfolgreich weitergegeben. Die Ergebnisse von Umfragen aus den Jahren 2023 und 2024 zeigen, dass Anne zu den vertrauenswürdigsten Mitgliedern des Königshauses gehört. Ihr seriöses, ruhiges und fleißiges Image fand Anklang bei einer Öffentlichkeit, die des Medienspektakels und der Turbulenzen um die königliche Familie überdrüssig geworden war. Anne konnte sich lange Zeit den Respekt ihrer Mitmenschen sichern, weil sie sich auf ihre Arbeit konzentrierte, während andere aus persönlichen Gründen Schlagzeilen machten. Obwohl sich die Monarchie mit der Fortsetzung der Herrschaft von König Karl im Umbruch befindet, ist Anne von all diesen Veränderungen unberührt geblieben. In der Vergangenheit war sie für ihre Mutter da, heute steht sie fest an der Seite ihres Bruders. Doch trotz der ersten Anzeichen sind viele Menschen immer noch skeptisch, ob Prinz William tatsächlich bereit ist, König zu werden, auch wenn sie ihre Unterstützung für ihn gezeigt hat. Bleiben Sie dran, denn die Informationen, die wir teilen werden, könnten Sie überraschen. Das Königtum von Prinz William. In der Minute, in der Prinz William am 21. Juni 1982 im St. Mary's Hospital in London geboren wurde, begann sein Weg zum König. Mary's Hospital in London geboren wurde, begann sein Weg, König zu werden. Diese Reise begann schon zu Beginn seines Lebens. Da er das erste Kind von Prinz Charles und Prinzessin Diana war, stand er in der zweiten Reihe der Thronfolge des Vereinigten Königreichs. William stand schon als kleines Kind im Rampenlicht der Öffentlichkeit, wurde auf offiziellen Fotos abgebildet und nahm gemeinsam mit seinen Eltern an staatlichen Feierlichkeiten teil. In der Absicht, ihrem Sohn eine realistischere Erziehung als frühere Royals zukommen zu lassen, brachte Prinzessin Diana ihn häufig in die Öffentlichkeit und unternahm Ausflüge in Tierheime. Ihr Ziel war es, ihm die Möglichkeit zu geben, das Leben außerhalb der Grenzen des Palastes kennenzulernen. Im Jahr 1997 kam es zu einer Tragödie, als Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Bei der Trauerfeier für seine Mutter, die am 6. September stattfand, war William gerade einmal 15 Jahre alt, als er hinter dem Sarg herging. Außerdem waren Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz Philip anwesend, um ihn zu begleiten. Menschen auf der ganzen Welt waren gerührt vom Anblick der beiden kleinen Jungen, die trotz ihrer sichtbaren Erschütterung stark geblieben sind. Williams emotionale Tiefe wurde in diesem Moment deutlich. Infolgedessen absolvierte William seine Ausbildung am Eton College und wich damit von der königlichen Tradition ab, Gordonstoun zu besuchen, wie es sein Vater und sein Großvater getan hatten. Während seiner Studienzeit in Eton nahm er an verschiedenen sportlichen und akademischen Aktivitäten teil, darunter Rudern und Wasserball. Er studierte Geographie, Biologie und Kunstgeschichte. Während seines Zwischenjahres nahm er sowohl an einer militärischen Ausbildung in Belize als auch an humanitärer Arbeit in Chile teil. Im Jahr 2001 setzte er sein Studium an der University of St. Andrews in Scotland fort. Dort wohnte er in einer Wohngemeinschaft mit anderen Studenten, studierte Geographie und machte die typischen Erfahrungen eines Studenten. Nach seinem Abschluss an der Universität beschloss William, eine militärische Laufbahn einzuschlagen und schrieb sich im Januar 2006 an der Royal Military Academy Sandhurst ein. Er wurde nicht nur zum Lieutenant der Blues and Royals befördert, sondern erhielt auch eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten bei der Search and Rescue Force der Royal Air Force. Im Jahr 2008 erhielt er seine Flügel und war auf der RAF Valley in Anglesey, Wales, stationiert. Zwischen 2009 und 2013 arbeitete er als Co-Pilot an Bord von Sea King Hubschraubern bei mehr als 150 Rettungseinsätzen. Im Gegensatz zu seinem Bruder Prinz Harry, der im Jahr 2020 von seinen Pflichten als Mitglied der königlichen Familie zurücktrat, blieb William seiner Position innerhalb der Monarchie treu. Es war der Beginn eines neuen Kapitels in seinem Leben, als er am 29. April 2011 in der Westminster Abbey den Bund der Ehe mit Catherine Middleton einging. In der Zeit, in der Harry auf seine Unabhängigkeit hinarbeitete,
übernahm William zusätzliche Aufgaben innerhalb der königlichen Familie. Er wurde zu einem stabilisierenden Einfluss, der mehr Beständigkeit als Charisma erforderte. William und ich schienen ein ruhiges und typisches Familienleben zu führen. Als 2013 Prinz George, 2015 Prinzessin Charlotte und 2018 Prinz Louis geboren wurden, verbreiteten sie die Informationen an die Öffentlichkeit auf eine methodische und organisierte Weise. Die Details ihres Familienlebens wurden absichtlich vor den Medien verborgen, aber sie wurden selektiv offengelegt, um das Interesse der Öffentlichkeit zu wahren. Sie ermöglichten ihren Kindern, abseits des Rampenlichts von London aufzuwachsen, indem sie zunächst nach Anglesey und dann nach Norfolk zogen. Auf diese Weise konnten sie ein Bild der zeitgenössischen Monarchie schaffen, das eine Mischung aus Tradition und Realitätsnähe darstellt. Natürlich ist das nicht alles. Einer der wichtigsten Faktoren, der die Sichtweise der Menschen auf die königliche Familie beeinflusst hat, ist Kates öffentliches Auftreten. Für viele Menschen ist es einfacher, sich mit ihr zu identifizieren, weil sie nicht in eine königliche Familie hineingeboren wurde. Kate wurde nach dem Tod von Königin Elizabeth im Jahre 2022 zur Prinzessin von Wales ernannt und erhielt viel Lob für die Art und Weise, wie sie diesen Übergang bewältigt hat. Sie wird häufig gesehen, wie sie Prinz William auf seinen Reisen begleitet, an Veranstaltungen teilnimmt und sich für Themen wie die Entwicklung junger Kinder und psychische Gesundheit einsetzt. Auch William wirkt durch ihre konsequente Unterstützung verlässlicher, und die beiden erwecken den Eindruck, eine starke und geschlossene Einheit zu sein. William. Harry und Kate gründeten Heads Together im Jahr 2016 mit der Absicht, das Stigma, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist, zu beseitigen und offene Gespräche und Dialoge zu fördern. Auf ehrliche Art und Weise sprach William über die Schwierigkeiten, die er emotional hatte, insbesondere nach dem Tod seiner Mutter und während seiner Zeit als Pilot. In Anbetracht der Tatsache, dass die königliche Familie seit langem eine Abneigung gegen öffentliche Schwachstellen hat, haben diese Enthüllungen Menschen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen angesprochen, was sie besonders verblüffend machte. Mit der Einführung des Earthshot-Preises im Jahr 2020 wurde Williams Engagement für umfassendere, langfristige Anliegen noch deutlicher. Um innovative Ideen zu fördern, die der Umwelt zugutekommen, wurde der Earthshot Prize ins Leben gerufen. Jährlich werden 5 Preise in Höhe von insgesamt 1 Million Pfund an Einzelpersonen oder Organisationen verliehen, die echte Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels entwickelt haben. Er funktioniert ähnlich wie der Nobelpreis und wird von Fachleuten aus der ganzen Welt unterstützt. Diese Initiative macht deutlich, dass Prinz William mehr als nur ein zukünftiger Monarch sein möchte. Darüber hinaus strebt er eine globale Führungsrolle beim Schutz des Planeten und bei der Durchsetzung eines echten Wandels an. Durch seine bescheidene Führung konnte Prinz William mehr Unterstützung in der Bevölkerung gewinnen. In einer von YouGov im März 2023 durchgeführten Umfrage gaben 74% der Befragten an, dass sie einen positiven Eindruck von ihm haben. Dies machte ihn zum beliebtesten Mitglied der königlichen Familie. Sogar noch beliebter als König Charles. Die Menschen bewunderten William, weil er bescheiden wirkte, fleißig arbeitete und sich in der Öffentlichkeit anständig benahm. Seine Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum hinweg Ruhe und Konzentration zu bewahren, verschaffte ihm ihr Vertrauen. Und selbst wenn es schwierig war, bewies er Reife. Während des Interviews, das Prinz Harry und Meghan Markle 2021 Oprah gaben und in dem sie behaupteten, es gäbe Rassismus und Konflikte innerhalb der Familie, protestierte William nicht öffentlich. Er erklärte einem Reporter lediglich, dass sie in keiner Weise eine rassistische Familie seien, und entschied sich, seine Aussage nicht weiter zu erläutern. Dies wurde von vielen als eine umsichtige und besonnene Reaktion angesehen. Zu Beginn des Jahres 2023, als die Sorge um den Gesundheitszustand von König Charles aufkam, wurde die Rolle von Prinz William immer wichtiger. Er trat häufiger bei feierlichen Anlässen auf, verlieh Auszeichnungen und vertrat die königliche Familie bei Veranstaltungen in anderen Ländern der Welt. Im Februar 2023, als König Karl wegen einer Krankheit, die nicht als schwerwiegend angesehen wurde, behandelt wurde, sprang William schnell ein. Er bewies, dass er in der Lage war, problemlos mehr Verantwortung zu übernehmen, indem er an wichtigen Sitzungen teilnahm und wohltätige Besuche machte. Bei all dem wurde die Verbindung zwischen William und Prinzessin Diana in keiner Weise verheimlicht. Viele Menschen denken an seine Mutter,
wenn er Kinder in Krankenhäusern besucht oder Obdachlosen hilft. Seit 2005 ist er Schirmherr von Centerpoint, einer Wohltätigkeitsorganisation, die von Diana unterstützt wird. 2009 verbrachte er sogar eine Nacht auf der Straße in London, um ein besseres Verständnis für die Probleme von Obdachlosen zu bekommen. Auch die Art und Weise, wie William die sozialen Medien nutzt, zeigt, dass er sich der modernen Welt bewusst ist. Auf ihrem Instagram-Account posten er und Kate kurze Filme, Bilder von ihrer Familie und Ausschnitte aus ihren wohltätigen Aktivitäten. Dank der Beiträge, die einen angenehmen und respektvollen Ton haben, können die Menschen einen Einblick in ihr Leben erhalten, ohne dass die Integrität der königlichen Person beeinträchtigt wird. Williams Handlungen haben dazu beigetragen, dass sich im Laufe der Zeit eine neue Art von königlichem Charakter herausgebildet hat. Außerdem hat er im Gegensatz zu früheren Nachfolgern nicht versucht, die Monarchie auf einmal zu verändern. Stattdessen hat er nach und nach bewiesen, dass er eine stabile und zeitgemäße Führungspersönlichkeit ist. Einige Autoren, wie der Historiker Robert Lacey und der Schriftsteller Simon Jenkins, sind der Meinung, dass William der ideale Kandidat sein könnte, um die Monarchie voranzubringen und gleichzeitig ihren Traditionen treu zu bleiben. Doch nun, da die Gesundheit von König Charles im Rampenlicht steht, fragen sich einige, ob er in der Lage ist, die königlichen Pflichten weiterhin in vollem Umfang zu erfüllen, oder ob es nicht an der Zeit wäre, die Zügel an Prinz William zu übergeben. Inwieweit ist es möglich, dass ein Übergang noch zu Lebzeiten des Monarchen stattfindet? Dieses Thema gewinnt zunehmend an Popularität und lässt die Menschen im ganzen Land die Augenbrauen hochziehen. Gehen wir der Frage nach, ob Prinz William wirklich die Nachfolge seines Vaters als König antreten kann, ohne dass dieser auf sein Amt verzichten muss. Halten Sie die Augen offen. Wann wird Prinz William die Nachfolge von König Charles antreten? Zur Behandlung einer vergrößerten Prostata wurde King Charles im Januar 2024 in das London Hospital in London gebracht. Die Ärzte erklärten, die Behandlung sei typisch für Männer seines Alters, und sie gingen davon aus, dass er sich vollständig erholen würde. Im Verlauf der Therapie entdeckten sie jedoch etwas anderes, das sie beunruhigte. Die Ärzte untersuchten ihn weiter und teilten ihm kurze Zeit später mit, dass er Krebs habe. Am 5. Februar 2024 gab der Buckingham Palast der Öffentlichkeit die Nachricht bekannt. Die Art der Krebserkrankung wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Es hieß lediglich, dass es sich nicht um Prostatakrebs handele. Der Palast teilte mit, dass König Charles bereits kurz nach der Bekanntgabe mit einer wöchentlichen Therapie begonnen habe. Anfang des Jahres 2024 wurden diese Therapien eingeleitet und seitdem fortgesetzt. Auch nach Erhalt der Diagnose nahm der Monarch seine königlichen Pflichten weiterhin wahr. Im Mai 2025 reiste er zu einem Kurzbesuch nach Kanada. Obwohl der Besuch kaum 20 Stunden dauerte, konnte er in dieser Zeit eine Rede vor dem kanadischen Parlament halten und mit mehreren führenden Politikern zusammentreffen. Der kurze Besuch zeigte nicht nur, dass er immer noch arbeitet, sondern veranlasste die Menschen auch, sich auf bisher unbekannte Weise nach seinem Gesundheitszustand zu erkundigen. Die kurze Zeit, die er in Kanada verbrachte, war für viele Menschen unvergesslich. In den meisten Fällen besteht der Staatsbesuch eines Monarchen aus einer Reihe von Tagen voller Festlichkeiten und Treffen. Der andere hingegen war kurz und begrenzt. Mehrere Personen sind der Meinung, dass die Reise aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Königs abgekürzt wurde. Die Palastbehörden berichteten, dass der Monarch immer noch gut gelaunt war. Doch das sorgfältig organisierte Programm veranlasste die Schaulustigen zu der Frage, ob sich sein Zustand deutlich verschlechterte. In dieser Zeit wuchs auch die Sorge um die Gesundheit von Königin Camilla. Im November 2024 wurde bei ihr eine Lungenentzündung diagnostiziert. Infolgedessen war sie gezwungen, ihre königliche Arbeit zu reduzieren. Obwohl sie sich von der Infektion erholen konnte, litt sie noch mehrere Monate lang unter starker Müdigkeit. Aufgrund der Müdigkeit, die sie nach der Infektion verspürte, war sie nicht in der Lage, an offiziellen Aktivitäten teilzunehmen. Aufgrund ihres Zustands war sie nicht in der Lage, an wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen. Im Rahmen des für Dezember 2024 geplanten Staatsbesuchs des Emirs von Katar sollte sie an einer Reihe von Sitzungen und Banketten teilnehmen. Ihre Ärzte rieten ihr jedoch, sich zu schonen, sodass sie gezwungen war, ihre Pläne aufzugeben. Die verminderte öffentliche Verantwortung des Königs und der Königin löste Besorgnis aus, und viele fragten sich, wie lange sie noch in der Lage sein würden, ihre Pflichten zu erfüllen.
Als die Art dieser gesundheitlichen Probleme immer deutlicher wurde, begannen sich viele Menschen zu fragen, wie es mit der Monarchie weitergehen sollte, obwohl es keine öffentlichen Anzeichen dafür gab. Dass König Karl abzutreten beabsichtigte, wurde weiter über dieses Thema spekuliert. Einige Historiker und Medien diskutierten die Möglichkeit von Änderungen in der Ahnenreihe. Da sowohl der König als auch die Königin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, wurde diese Situation noch viel schlimmer. In diesem Zeitraum begann Prinz William, sich mit wichtigeren königlichen Aufgaben zu beschäftigen. In den Jahren 2024 und 2025 nahm er an mehr öffentlichen Veranstaltungen teil, unterhielt sich mit prominenten Persönlichkeiten aus der ganzen Welt und stand seinem Vater bei wichtigen Anlässen zur Seite. Viele hatten den Eindruck, dass dies eine Art Vorbereitung auf das war, was danach kommen könnte. Aber wird König Karl tatsächlich abtreten? Um herauszufinden, wie plausibel das ist, schauen Sie weiter. Dieser bescheidene Übergang erinnerte die Menschen jedoch an die einzige bedeutsame Abdankung in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Mit der Absicht, Wallis Simpson, eine zuvor geschiedene Amerikanerin, zu heiraten, verzichtete König Edward VI im Jahr 1936 auf den Thron. Diese Entscheidung löste in der ganzen Nation eine Krise aus. Obwohl die Umstände bei König Charles anders waren, weckte die Vorstellung, dass ein König abtritt, Erinnerungen an die Zeit, als sie noch klein waren. In verschiedenen Ländern gab es Fälle, in denen aus gesundheitlichen Gründen abgedankt wurde. So verzichtete beispielsweise Johannes II. Kasimir Wasa von Polen im Jahr 1668 auf den Thron, nachdem er mehrere Jahre lang gesundheitliche Probleme und politische Unruhen erlebt hatte. In jüngerer Zeit, im Jahr 2014, trat der spanische König Juan Carlos von seinem Amt als Monarch zurück und begründete dies mit der Tatsache, dass es an der Zeit sei, dass die nächste Generation den Thron übernimmt. Diese Geschichten werden immer wieder aufgegriffen, und viele Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, ob so etwas auch im Vereinigten Königreich vorkommen könnte oder nicht. Andererseits hat der Buckingham-Palast keine Erklärungen abgegeben, die darauf hindeuten, dass König Charles seinen Rücktritt in Erwägung zieht. Offizielle Stellen haben erklärt, dass er sein Amt weiterhin mit Hingabe ausübt. Obwohl er sich einer Krebsbehandlung unterzieht, nimmt er weiterhin an alltäglichen Aktivitäten wie dem Lesen von Regierungsdokumenten und der Teilnahme an privaten Sitzungen teil. Der Monarch ist der Ansicht, dass es seine Pflicht ist, bis zum Ende seines Lebens im Amt zu bleiben und dass er nur dann zurücktreten würde, wenn sich die Situation deutlich verschlechtern würde. König Charles wird von der Mehrheit der Menschen im Vereinigten Königreich unterstützt. Die Tatsache, dass er trotz seiner Krebsbehandlung weiterarbeitet, wird von ihnen bewundert. Dies wurde als Beweis dafür gewertet, dass er weiterarbeiten will, obwohl seine Reise nach Kanada nur sehr kurz war. Trotzdem ist man sich bewusst, dass der Kampf gegen den Krebs in seinem Alter eine ernste Angelegenheit ist und die Zukunft ungewiss ist. Sollte König Charles jemals nicht mehr in der Lage sein, seine Pflichten zu erfüllen, würde Prinz William einspringen und die Lücke füllen. Viele Menschen glauben, dass er sich bereits auf diesen Tag vorbereitet. Sein gelassenes Auftreten und seine unübersehbare Präsenz bei wichtigen Anlässen haben andere zu der Annahme verleitet, dass er vorbereitet ist. Obwohl es keinen Plan oder Zeitplan für eine Übergabe gibt, hat das Gesetz bereits einen Nachfolger für das derzeitige Staatsoberhaupt bestimmt. Sollte sich der Monarch jemals dazu entschließen, von seinem Amt zurückzutreten, wäre das Verfahren nicht einfach. Die Zustimmung des Parlaments und die Schaffung eines neuen Gesetzes wären erforderlich. Ähnliche Maßnahmen wären in anderen Ländern erforderlich, in denen der König weiterhin das Amt des Staatsoberhauptes innehat. Das letzte Mal, als so etwas geschah, im Jahr 1936, bedurfte es einer raschen Überarbeitung des Gesetzes und einer umsichtigen Planung. Ein solches Manöver würde heute den gleichen Organisationsgrad erfordern. Nach all dem, was geschehen ist, scheint es, dass die königliche Familie sich auf alles vorbereitet. Prinz William und Prinzessin Kate haben einen größeren Teil ihres öffentlichen Dienstes geleistet. Nach einem Treffen mit anderen führenden Persönlichkeiten haben sie Aufgaben übernommen, die sie auf die Zukunft vorbereiten sollen. Es hat den Anschein, dass die königliche Familie über eine Strategie verfügt, um die Stabilität zu wahren, falls es zu Veränderungen kommen sollte. Die Medien haben die Situation des Königs mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, obwohl es mehrere Berichte gab, die darauf hindeuteten, dass er in naher Zukunft zurücktreten würde,
weist der Palast dies weiterhin zurück. Es heißt, er konzentriere sich auf seine Pflichten und treffe keine Vorbereitungen, um sein Amt niederzulegen. Die Öffentlichkeit und die Presse wurden gewarnt, keine übertriebenen Vermutungen über den Gesundheitszustand des Königs anzustellen, heißt es in offiziellen Erklärungen. Trotz dieser Berichte geht der königliche Haushalt weiterhin seinen Pflichten nach. Eine Reihe von wichtigen Ereignissen, wie die Einweihung des Parlaments, finden immer noch statt. Auch wenn sich das Tempo verlangsamt hat, sorgt der Stab um den König dafür, dass alles wie geplant weiterläuft. Die königliche Familie hat ihre Entschlossenheit bewahrt und ist unerschütterlich geblieben. Der König und die Königin kümmern sich nach besten Kräften um ihre Gesundheit. Und Prinz William hilft, wo immer es nötig ist, obwohl nichts stillsteht. Funktioniert die Monarchie weiter. Die Personen, die dem Monarchen am nächsten stehen, treffen Vorbereitungen für den Fall, dass er sich zum Rücktritt entschließt, auch wenn es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass er dies tun würde. Glauben Sie, dass er ein guter Monarch sein wird, wie viele spekuliert haben? Teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich mit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, mögen Sie es bitte, teilen Sie es und abonnieren Sie unseren Kanal. Sie können sich das Video auch auf Ihrem Bildschirm ansehen und genießen.